Das ist der Jochen, der kommt aus der Nähe von Stuttgart und der Jochen, der ist ein ziemlich cooler Typ und hat ein ziemlich cooles Auto. Denn dieses Fahrzeug und ihr habt das gleiche Produktionsjahr, oder? Richtig, das Produktionsjahr ist 55, wo der erste S6 gebaut wurde. Und das ist auch mein Baujahr. Okay. Ja. Und der hier ist jetzt ein Jahrgang 62. Wenn du mal gerade mal zu mir kommst, sei mal so lieb, Jochen, dass wir dem Fahrzeug mal die ganze Aufmerksamkeit schenken. Gerne. War der so in den Farben früher? Nicht original, der wurde in der Schweiz Ende 70, Anfang 80er Jahre so gemacht. Und ich habe den jetzt vor 3 Jahren komplett neu gemacht, aber wieder in der Lackierung. Der Wahnsinn. Das ist ein Hippie-Bus und das passt zu mir besser wie die. Warte. Normal hat er so eine Lackierung wie der nebenan. Ich zeig dich mal gerade. Du bist jetzt auch nicht der Typische, der in dem Baujahr ist, sondern du bist echt super jung geblieben, oder? Ich weiß nicht, an was es liegt. Gute Gene oder vielleicht ist die Liebe, ich weiß es nicht. Wahnsinn. Also das gefällt mir Dunkle unglaublich gut. Haare, das macht viel aus. Meinst du? Ja, noch keine grauen Haare oder wenig. Das in den Genen oder ein bisschen drin bei dir? Ist so. Zigeuner. Ja, ganz toll. Also ich finde das Fahrzeug phänomenal. Ist das ein Schweizer Fahrzeug, oder? Nein, das ist in Ulm gebaut. Ja, also ein deutsches Fabrikat, das sind eine moderne Reisebusse Setra. Selbsttragend, glaube ich, heißt das irgendwie. Kürzel für selbsttragend, richtig. Und der erste Setra lief 51 vom Band. Und das ist ein Schnellbus. Der ist Schnellbus, weil er ja inzwischen einen anderen Motor drin hat und der ist wirklich sehr schnell. Wie schnell ist er denn? Schnelleren Bus, ja so etwa 140. 140. Und Das fährt man nicht natürlich, ne? klar. Aber der hat eine Beschleunigung, die ist abartig. Und was wiegt der Bus? Ich schätze mal so 4,5 Tonnen, mehr wird er nicht bringen, vielleicht 4, 6. Okay, das heißt, du brauchst noch nicht mal einen LKW-Führerschein. Du könntest mit dem C1 fahren, mit dem alten Dreier? Richtig, richtig. Also ich habe zwar LKW-Führerschein, aber den kann man mit dem alten Dreier fahren. Der hat 6,4 Tonnen Gesamtgewicht. Wahnsinn. Und dann noch dieser Aufkleber hinten drauf, moderne Reisen, Busreisen. Stilvoll, oder? Das ist aber nicht der Original, den hast du nachgemacht? Nein, das Original. Das Original. Der wurde wieder nachgefertigt, aber das war früher Original da Ja, drauf. das meinte ich. Also Ja. der war ja, weil die meisten Aufkleber, die sind ja irgendwie kaputt gegangen im Laufe der Zeit. Richtig, richtig. Aber das moderne Reisen, Busreisen, das kennen sogar ich noch, oder? Ja, ich bin das Baujahr hat mal 68. ein Freund, vor 20 Jahren hat er die mal aufgelegt neu und dann hatte ich mir so ein Ding besorgt und halt auch wieder drauf. So, der hat ein H-Kennzeichen. Hat er auch sofort bekommen oder gab es da große Diskussionen? Nee, war überhaupt keine Diskussion. Der lief 7 Jahre nur mit roter Nummer bei uns. Ja, er kommt ursprünglich aus der Schweiz. Und ich musste ein Vollgutachten machen und habe dann eben gleich auch das H-Kennzeichen. Da gab es gar kein Problem. So, du machst jetzt auch damit Camping oder bist du unterwegs auf so Treffen? Nein, wir sind sehr viel in ganz Europa unterwegs, also meine Partnerin und ich. Wo zum Beispiel? Ja, überall. Rumänien, wir haben schon eine Tour gemacht vom Donau-Ursprung bis ins Delta und solche Sachen. Portugal, Spanien, Osteuropa viel. Sag mal, du bist wirklich über 60, oder? Ja, ich bin 66, ja. Wie machst du denn das? Da siehst du jung aus. Ja, ich habe mich gut geschminkt heute. Nee, Wahnsinn. Also das hier ist ja ein Traumbus. Also den auch noch zu haben in deinem Alter, oder? Ja, macht. Aber ich fahre ja seit 36 Jahren diese Busse. Das ist mein zweiter, ja. 36 Jahre. Genau den gleichen, oder? Ja, der gleiche Typ. Ich habe den verkauft, weil die Familie damals, die Kinder waren groß, die Frau wollte nicht mehr. Und dann nach einem halben Jahr habe ich gemerkt, das ist nichts und habe wieder einen gesucht. So, das Starke, das ist jetzt ein Wohnmobil. Ist auch eingetragen ins Wohnmobil? Ja, ja, klar. Schnellbus. Hier Ich unten. bin Raumausstatter und deshalb ist es halt innen auch ein bisschen so, das muss alles passen. Ja, ist mir direkt aufgefallen. Also die Stimmigkeit ist, glaube ich, wichtig, dass die Gardinen noch stimmen. Es muss auch zeitgemäß sein, oder? Ja, zeitgemäß. Ich habe den halt eben so nach meiner Vorstellung gemacht. Ne? Also ursprünglich war das alles mal gestreift, aber das konnte man damals ja machen, wie man wollte. Ne? Konntest du ja alle möglichen Stoffe oder was aussuchen, wie das auch heute noch ist. Nach oben gibt es nie Grenzen.
Ich bin total sprachlos. Normalerweise rede ich immer wie so ein Wasserfall, aber hier stehe ich einfach nur vor dem Bus und denke mir, das ist so von der Größe her, man kann es gar nicht einschätzen. Also es ist größer als ein VW-Bus. Es ist 6,70 Meter. 6,70 Meter, also wie diese Joghurtbecher von heute, aber viel cooler, stromlinienförmig, was ganz anderes. Genau. Und du kommst wirklich überall in die Städten oder so. Also ich fahre mit dem wirklich auch an Plätze hin, da fährt man auch mit dem Wohnmobil nicht mehr hin. Der hat Einzelradaufhängungen und solche Sachen, also ganz toll. Sag mal, und auch hier immer wieder die Frage, die ich den Leuten hier auf dem Platz oft stelle, wenn du damit zum Beispiel mal am Campingplatz fährst, oder stehst du viel frei oder fährst du auch mal am Campingplatz? Wir stehen überwiegend frei, aber hin und wieder ist man auf dem Campingplatz. Und dann hast du natürlich immer die Traube um den Bus rum. Das ist hier ein bisschen anders. Also du bist einer von vielen. Es gibt viele tolle Fahrzeuge. Ja. Da fühlt man sich doch viel besser, oder? Ja, natürlich. Und vor allem muss man immer nicht so viel quasseln. Das stimmt so wie Man wenn. beleidigt Leute nicht. Du beleidigst Leute schon mal? Wir waren vor 3 Jahren am Neusiedler See und dann war einer mit so einem riesen Wohnmobil, so ein Crown oder wie die Dinger heißen. Ne? Und wir sind da rangefahren und da war ein ganzer Pulk, 20 Mann. Und alle bei dem vor der Türe und ich habe eingeparkt, der stand noch nicht richtig, da waren die alle bei mir rum. Und der Typ hat mich die 3 Tage, wo wir dort waren, nicht mehr angeguckt. Zu Recht. Du hast ihm die Show gestohlen. Guck mal hier oben, das war schon damals so drauf hier, oder? Ja, das ist original. Also der hat ja einen relativ kleinen Kofferraum. Die sind ja früher mit den Bussen nach Italien und so gefahren. Und da musste halt das Gepäck eben noch oben drauf. Das war ja früher Was für die Fahrer wirklich ein Akt war. Ne? Vor allem, wenn es hochklettern. geregnet hat oder so, weil wenn man hinten die Leiter hochgeht, dann ist das schon ganz anders. Ne? so die Leiter aus Dann noch mit Koffer und so. Ne? So die Leiter aus Edelstahl. Nee, alles Alu. Alu. Ja. Okay. Du merkst, du sprichst mit jemand, der gar keine Ahnung haben kann, weil ich bin ja erst 68 geboren. Du hast auch damals die Busse selber erlebt als Kind? Ja. Wir haben auch mal einen Schulausflug gemacht, da haben wir also so diese Größe Ja. und so einen. Ja, und da bin ich auch mit dem mitgefahren. Also was mir auffällt, ist bei denen, die haben immer so Panoramafenster oben. Das war damals sehr beliebt, oder? Das war in den 50er Jahren, war das, weil so in den Alpen, dass man oben rausgucken kann und so. Die andere Seite war halt natürlich heiß ohne Ende, so wenn jetzt die Sonne runterknallt und man hat gar nichts drin, ist es halt wirklich im Sommer eine Sauna. Ist so. Aber man kann ja viel aufmachen, ne? Dann geht es auch wieder. Stark. Der Motor ist hinten? Der ist hinten, ja. Ist der leicht zu öffnen? Mal zeigen? Zeig mal bitte. Ich bin, weil du ja erzählt hast, dass der Motor ein bisschen schneller ist. Anhängerkupplung dran. Ja, für alle, die gerade zugeschaltet haben, heute ist der 20. August 2021. Wir sind in Interlaken auf einem Wohnbustreffen. Und du bist jetzt schon oft dabei gewesen bei dem Treffen? Also hier in der Schweiz war ich, glaube ich, 3-mal. Und ist immer wieder schön, oder? Ja, immer wieder schön. Aber bei uns bin ich eigentlich an den Treffen, da bin ich auch in dem Club-Gremium drin und von dem her komme ich natürlich auch zu den Treffen. So, der passt gerade so rein, der Motor, oder? Der ging, das haben wir ausmessen müssen, weil das war der erste, der diesen Motor drin hat. So, wenn du mich mal aufklärst, was ist das für ein Motor? Das ist ein Mercedes, ein 6-Zylinder, 5,9 Liter ja, mit 170 PS Turbo. Und Drehmoment, oder? Ja, Drehmoment ohne Ende. Oh, der sieht aus wie neu. Was hat der für einen Zustand? 2 oder? 1? Nein, 2. Also ich schätze mal zwischen 2 und 3 irgendwo. Ich kenne da jetzt die Kriterien auch nicht so ganz genau, aber Ja, aber für mich sieht er aus, ja. der ist top, oder? Ja, ich meine, da, wie gesagt, der ist jetzt halt auch alles in den letzten Jahren oder wie. Ja. Immer Stück für Stück, aber wir sind immer auch gefahren. Ne? Der war innen komplett leer und nackt und wir sind trotzdem immer in Urlaub mit. Alles nur rein und festgezurrt und dann halt raus, weil da waren ja irgendwann mal alle Scheiben draußen und so. Ist das hier so ein Statement für dich, so ein Auto zu fahren? Dass man sagt, die Nachhaltigkeit, es muss nicht mal neu sein? Ja, richtig. Zum einen ist es nachhaltig. Ne? Also
der ist jetzt so alt, ne, der musste jetzt schon 4-mal nicht mehr gebaut werden, eigentlich, wenn man so sieht. Und finde ich schon gut. Also hier auf Und das kann man doch erhalten. Absolut. Ja gut, du bist Schwabe? Ist das Ich bin Schwabe, ja. Ja, gut, dem wird ja nachgesagt, aber ich sag mal, so ein Fahrzeug zu unterhalten ist ja auch nicht billig, oder? Oder geht's? Der hier ist sehr preiswert, würde ich mal sagen. Vom Unterhalt, also Steuerversicherung, mit H-Kennzeichen, das ist egal, ob du einen VW Käfer hast oder sowas. 180 Euro oder was? Ja, 190. Ja. Und Versicherung, der ist Vollkasko versichert, liegt bei 600 Euro um sowas. Im Jahr. Ja. Toll. Ich darf mal reinschauen bei dir. Bitte? Ich darf mal reinschauen in Ja, das? selbstverständlich. Ja komm, wir machen das mal. Die Klappen finde ich schon mal sexy. Das ist alles, das gibt's heute nicht mehr in der Form, oder? Nee, das war auch alles Handarbeit. Ne? Also wenn du jetzt eine Klappe nimmst von einem anderen Bus und willst den bei dir ranmachen, das wird vermutlich nicht passen. Ich kenne das nur von irgendwelchen Bauteilen aus der Türkei, die Pressen, die passen dann auch nicht mehr. Aber hier, das ist alles Handarbeit, du siehst das ist der Rahmen, der ist verschweißt. Ja. Ist wahrscheinlich von einem Bauer, einem Karosseriebauer ist das angefertigt worden, ne? Na, das ist bei der Firma Käsbohrer in Ulm, die diese Busse bauen. Die haben die ja gebaut. Das ist ein Gitterrohrrahmen, Fahrgestell. Und da gibt es auch ein Werbefoto, den tragen 6 Personen, tragen dieses Gerippe. Wir haben das mal beim Freund gemacht, als der sein völlig, also nur noch das Gerippe da war, haben wir den auch mal zu 6 hochgehalten. Das ging? Ging, ja, aber schwer. Ich glaube, das war auch eine Revolution, die Selbsttragende. Das Richtig. heißt, die Leute hatten ja im Vorjahr praktisch LKW-Bau gemacht, oder? Ganz genau. Vorher wurden bei den Omnibussen einfach die Fahrgestelle vom LKW umgedreht, dass er tiefer ist. Ja, und es wurde halt dann eben Chassis drauf gebaut, fertig. Und das war viel schwerer natürlich. Ja. War schwerer. Ja. Und damals auch, wenn man so diese Berichte liest, ne, die haben damals gespöttelt, ne, wenn der zum Hof rausfährt, dann fällt er zusammen und so. Ne, und das war aber so revolutionär, dass gibt heute nichts anderes mehr. Überall macht das. Das ist im Prinzip die Versteifung an mehreren Punkten. Richtig. Die haben das gemacht. Das ist halt von der Statik her ist eine Sache der Statik. Ne? Bremsen hat der Luftbremsen? Der hat eine luftdruckunterstützte Bremse, also eine mechanische Bremse, Luftdruck unterstützt. Mit Bremskraftverstärker und so. Wahnsinn. So Scheiben und so, wenn die mal irgendwie defekt sind, ist das schwer, die zu kriegen? Oder? Also es gibt, wie gesagt, einen Freund von uns, der einen Ersatzteilvertrieb hat. Ja, der hat die Scheiben alle nachfertigen lassen. Aufwendig, oder? Aufwendig und natürlich auch teuer. Also für so eine Eckscheibe 1200 Euro. Aber bisher habe ich noch keine gebraucht. Das Gemeine ist ja, das ist genau die Scheibe, die so als Astabweiser dann dient, oder? Ja, ja. So, du hast ja keine gebraucht. So ist es. Hier, das ist dein Setra-Veteranenbus-Fahrer, bist du? Ja, das ist das hat der gemacht, der auch diese Werner-Hefte gemacht hat. Der war das? Der hat das ist von einem Freund von mir und der wiederum ist mit ihm befreundet. Ne? Der hat diese Aufkleber gemacht. Der Schnellbus. Ja. Ja komm, wir gehen mal rein. Ich bin ganz... Du bist Raumausstatter aus Leidenschaft? Ja, ich habe diesen Beruf geliebt, also inzwischen bin ich ja Rentner. So, das darfst du noch mal sagen. Du bist Rentner? Ich bin Rentner, ja. Ich bin schon lange Rentner, aber jetzt bin ich Altersrentner. Ich guck mal nach oben. Das hast du alles angepasst, oder? Mit den Shadern? Ja. Also mit den Abdunkeln. Boah, das sieht so genial aus. Und der Sitz, der war so früher? Das ist kein Originalsitz, das ist ein Sitz aus einem Ford Mondeo, habe ich den raus. Der Sitz war sowas von fertig. Und ich habe damals eben für dieses Vollgutachten einen Sitz gebraucht und habe mir den halt vom Schrott geholt. Und weil der aber sehr bequem ist und mit meinem Rücken tut das gut, dann habe ich den eben so bezogen. So, ich zeige mal so Kleinigkeiten. Also das muss man ja zelebrieren. Hier ist 40 Jahre Setra Veteranenclub. Es gibt den Setra Veteranenclub, oder? Ja. Was heißt das? Was muss man sein, um da aufgenommen zu werden? Eigentlich, also inzwischen nehmen wir auch andere Leute auf, aber das war eigentlich, sind Leute, die sich für die Setra-Busse begeistert haben. Und die haben halt irgendwann mal einen Verein gegründet, vor 40 Jahren. So, da Oder sind inzwischen 41. Federn.
Die Scheibenwischer, das ist kein zentraler Schalter. Du machst die da an dem Schalter an, oder? Richtig, die musst du jetzt direkt einschalten. Einzeln. So, der Man kann Haltegriff. die schon mit einem Einzelschalter schalten, ne? Aber hat er hier jetzt halt nicht. So, ich darf mal reingehen so? Ja. Ist das okay? Wir sind ja hier auf wirklich gutem Gelände. Und der erste Eindruck, du hast Stehhöhe. Du hast, was für eine Größe hast du? Ja, 1,78. Zumindest war ich das mal. Also 1,83 geht, das kann ich schon mal sagen. Das geht. Ich habe einen Freund, der ist 1,90 Meter, der hat auch so einen Bus. Ne? Der muss nur immer hier aufpassen. Ach, da oben, das ist die Lüftung, ja? Ja, also so Lüftungsklappen. So, warte mal, wenn du mal gerade so lieb bist, du mal kurz mal reingehst. Ich gehe mal ganz zurück, dass wir mal das Raumgefühl mal zeigen können. Du hast sogar einen Hund, habe ich gesehen. Ja, ein Wackeldackel. Ein Wackeldackel. Den habe ich mal von einer lieben Freundin gekriegt. So, ich zeige mal gerade, das ist dein Auto. Das mit den Sonnenschutz, das ist schon gut gemacht. Das heißt, alles ist orange. Man kriegt irgendwann mal einen Farbfilter davor oder gewöhnt man sich dran? Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also hier drin scheint immer die Sonne, egal wie das Wetter draußen ist. Das ist echt schön. So 19, das heißt 19 Fahrgäste? Oder? Nein, das war von der Firma, wo der Bus hingeliefert wurde, war das der Wagen Nummer 19. Und das hatte ich noch und das habe ich dann auch wieder angebracht. Die Uhr ist original. Die ist original, ja. Und du siehst auch an den Armaturen, an der Beschriftung, ne, der lief in der französischsprachigen Schweiz. Der wurde damals nach Fribourg geliefert. Du, ich bin ganz, ganz ehrfürchtig, merkst du es? Und ich habe viele moderiert heute schon. Aber hier bei so einem Auto. Du hast eben erzählt, dass da ist jetzt ein Hippie-Bus. Wie würdest du einen Hippie definieren? Ja, das ist schwer zu definieren. Also ein Hippie, das ist eigentlich freiheitsliebend, tolerant. Ja, ich denke auch mal ein bisschen mit der Natur und auch mit Alten, mit Beständigem verwurzelt. Etwas. Also ich bin ja jetzt geboren 1968. Ich war ja ein Produkt, glaube ich, dieser Generation. Ja, richtig. Genau. Und meine Mutter, die war mit 15 in einen Amerikaner war die verliebt und so weiter. Ja. Das waren geile Zeiten, oder? Also ich kann ja nicht mitreden. War eine wunderschöne Zeit. Also ich bin auch froh, in dieser Zeit geboren zu sein. Ich war 13 damals, als die 68er-Revolten losgingen. Ich bin damals in Stuttgart da mit einem Schulkameraden, da sind wir immer mitmarschiert mit den Jungs. Es ging um Atomkraft oder um was ging's? Nein, damals ging es eigentlich mehr noch darum, einfach diese Sprüche, ne, die alten Zöpfe abschneiden. Wir hatten ja damals noch überall so Altnazis als Richter, als Lehrer an Hochschulen etc. etc. Es ging ja einfach um einen anderen Geist. Ne? Und wenn man dann auch überlegt, wie schnell sich das dann alles gewandelt hat, die sexuelle Revolution etc., was das alles war. Es hat damals schon einiges bewirkt. Boah, ich bin unglaublich viele Hebel, die auch schick sind, oder? Ja, das heißt, die haben damals auf Design... Das ganze Heizungs-, Lüftung, Entfrostung und sowas. So, das ist die Handbremse, das habe ich schon gelernt bei älteren Autos. Die Handbremse, richtig, die hatten noch so richtig so ein Ding. So, der Sitz, den hast du selber bezogen, oder? Ich habe alles hier drin selber gemacht. Alles, Möbel, alles. Ist das schwer, so einen Sitz zu beziehen? Der hier ja, weil die werden ja eigentlich maschinell gefertigt. Und das ist einfach nur mit so Federstahl. Drähten, unten wird es in so ein Metall reingespannt. Da hast du nur so ganz kurze Nasen, da brichst du dir fast die Finger. Das heißt aber auch, du gehst dann hin, ziehst den ab und nimmst das dann als Vorlage, was drauf war, oder wie? Ja, richtig, klar, muss irgendwo ein Muster haben. Ich habe das irgendwann mal zugeguckt. So, dann hast du hier eine Sitzbank. Ist jetzt aber auch schon wieder 10 Jahre alt fast. Ist 10 Jahre alt? Ja. Ist aber gute Qualität, die du gewählt hast damals, der Stoff. Ja, Automotive, oder? Ja, ich bin vom Fach. Also ich habe schon einen Stoff, den man
den man belasten kann. Den man belasten kann, richtig. Auch hier der Teppich, der ist auch genauso alt, oder? Das ist Objektware, oder? Das ist, guck mal, das ist eine ganz normale, wie so Schmutzfangmatten. Okay. Auch Das belastbar. gibt es halt als Meterware. Und den kann ich halt rausnehmen und mit dem Hochdruckreiniger mal sauber machen und dann trocknet er und dann wieder rein. Ist das laut, das Auto? Weil der Motor ja hinten ist? Nein, der ist eigentlich relativ leise, dadurch, dass der Motor hinten ist. Ja. Ich kenne so Leute, die das fahren, die sagen, also der ist leise, man hört den Motor kaum. Nein, ganz so ist es nicht, man hört den schon. Ne? Aber man kann sich ganz normal noch unterhalten nebenher. Geht. Ja. So, jetzt hast du hier eine Sitzgruppe. Die ist zentral. Man kann die umbauen zum Bett, oder? Ich kann den Tisch runter machen, dann habe ich hier unter der Matratze habe ich noch zwei, also ein Brett und dann so einen Ständer. Und dann kann ich so lang das Komplett. bauen. Ja, und dann können hier auch noch mal zwei Leute oder einer bequem schlafen. Falls du mal Gast hast oder so. Wir waren mit meinen Enkeltöchtern immer unterwegs hier und dann ging das. Dann sind wir also mit 3 Kindern waren wir hier. Du hast es, wie viele Enkel hast du? Ich habe 3 Enkelkinder und 3 eigene Kinder. Und wir waren früher auch mit meinem alten Bus. Wir waren immer in Griechenland, noch die Freundin von meiner Tochter dabei. Das ging immer. Volle Programm. Ja klar, die wollten ja mitkommen dann. Ja, Ja, mit klar. dann hast du eine große Spüle. Das ist aber ein Minimum. Wenn du mal einen Pizzateller hast oder so, der passt rein. Ja, klar. Also ich meine, ich koche ja viel und Ja, ich stehe vor einem Auto, also ich filme ja unglaublich viele Wohnmobile, ja. Und wenn du dann siehst, wie viele Fehler also bei der Raumplanung bei Wohnmobilen gemacht werden, wo du den Raum nicht von hinten nach vorne durchgucken kannst. Weil das Raumgefühl hier ist ja gigantisch. Du hast einen riesen Raum hier. ich habe ja aber auch wirklich nur bis zur Fensterlinie ausgebaut. Da ist ja nirgends irgendwas hochgebaut und dadurch wirkt er natürlich unheimlich geräumig. Hast du die Möglichkeit, das mal kurz aufzumachen hier, dass man mal also einfach nur beiseite zu ziehen, Das hier? auf der Nicht-Sonnenseite, dass man mal, Ja klar. ich will mal gerade so den Raumeindruck, oder ist das normalerweise immer zu bei dir? Den hier habe ich normal oder wenn ich koche oder so, dann mache ich halt machst du den mal auf. Hier mal kurz. Ne? Okay, Und du kannst ja dann auch hier, ne? Du kannst ja die ganzen Scheiben mal öffnen. genial. Das erinnert mich an so ein Zugabteil, so die Scheiben. Ja, genau, so ähnlich wie früher in den Zügen. Ja. Du hast den selbst umgebaut? Ja, klar, Alles selber gemacht? alles selber. Die Platte selber. Und das ist jetzt 10 Jahre her, ne? Der Umbau? Ja, das ging ja so schrittweise, ne? Aber fertig ist er jetzt seit 2012, also 9 Jahre. Gigantisch. Das Kühlschrank? war das letzte, was reinkam. Ne? Die Küche war das letzte. Ja. So, du hast Gas und das ist aber jetzt kein Winterfahrzeug. Du fährst im Winter nicht, oder? Oder selten? Es ist eigentlich kein Winterfahrzeug, weil er einfach durch das viele Glas kalt ist. Also man kann schon machen, aber dann muss man halt gucken, dass man auch eine gute Heizung hat. Da ist eine große Truhe. Was ist da drin? Fernseher? Nö, das hier ist einfach mein Schrank, Stark. so mit was man halt so braucht. Okay. Und hier habe ich zum Beispiel noch Ein Geheimfach. eine große, das ist eine Schublade einfach. Ein Auszug. Das ist eine Riesenschublade. Also die geht noch ein ganzes Stück hinten rum. Das ist ja fast der ganze Raum. Wow. Und da hinten ist eine Klappe. Ne? Also das muss ich, wenn ich die Matratze wegmache, dann ist es so gemacht, dass ich da hinkomme, dass man halt von hinten auch an den Motor rankommt, von innen. Das Bett sieht ziemlich breit aus. Was hat der für eine Breite? Dann 220? Also so rüber hat es 2 Meter, ich glaube 2,10 Meter. Und hier sind 1,40 Meter sowas. Toll. Also man schläft wie in Gottes Schoß, oder? Ja, das ist also für 2 Personen ausreichend. Boah, es ist alles so schön. So, und das sind die Sitzbänke Nummer 22 und 21, die du gewählt hast. Du hättest jeden anderen wählen können. Das sind die Originalsitze. Von der Nummerierung weiß ich das nicht. Diese 2 Schildchen hatte ich. Ob die jetzt hinten waren, 21, 22 oder vorne, das weiß ich nicht. Der hatte normal 6 Sitzreihen, das heißt dann dieses S6, ne? Okay. 6 Sitzreihen. Und das heißt, der hatte
Linienverkehr 25 Sitze und im Reiseverkehr 21. So, jetzt als Wohnmobil. Sei mal so lieb und setz dich mal kurz hin. Ich will mal sehen, wie du da reinpasst. Von der Optik her ist das genial, dass man das mal zeigt. Und die Orte, du bist oft unterwegs im Jahr mit dem, oder? Ja, also jetzt mal abgesehen von Corona sind wir doch schon sehr viel. Wir machen also So ein mindestens paar Monate? eine große Tour im Jahr. 6 Wochen, sowas in dem Dreh. Und dann halt noch so kleinere, dass man mal 3 Wochen oder so unterwegs ist. Was mir gut gefällt, ist die Holzart, die du gewählt hast. Die sieht aus, als wäre sie immer so gewesen. Hast du die Hölzer da rausgenommen aus dem Bus, oder? Das war hier gar nicht viel mit Holz. Das waren halt ja normal, muss dir vorstellen, der Gang ist ja nur so breit wie vorne. Ja. Ja, das habe ich ja damals dann tiefer gemacht. Und dann hast du hier diese normalen Sitze, die so ähnlich aussehen wie die vorneren. So Bussitze, ja. Ja. Und hast eine Seitenverkleidung, die war. Servus. Hallo? Alles gut? Alles super. Und das war eigentlich alles, was da hier Alles gut. drin ist. Ne? Also viel mehr war ja in den Bussen gar nicht drin. Da, ja, was mir halt gut gefällt, ist, dass das Holz so aussieht, als wäre es aus den 60ern. Ist irgendwie geölt oder wie hast du das? Das ist einfach lasiert. Ne? Also das ist Buche, Mehrschicht verleimte Buche Ja. und einfach mit einer Teaklasur. Ja, gut, aber es ist so stilecht, dass du denkst, der Ausbau wäre schon immer da gewesen. Ne? Ja, es sieht gut aus. Ja. Ja. Ich finde den phänomenal. Der ist. Zumal die Länge, also weil du ja gesagt hast, du kommst ja überall hin. Ich war jetzt auch in Italien, waren ja überall unterwegs. Wir hatten immer Probleme. Mit 9 Metern kriegst du keinen Stellplatz. Das ist ein Problem. Ja. Richtig, also auch hier mit den großen Bussen, also die müssen dann schon gucken, wo sie rankommen. Ne? Und wie gesagt, wir sind ja überwiegend ohne Campingplatz unterwegs und auf mal einen Waldweg rein oder so. Also wir waren mal in Frankreich an der Loire, da gibt es auch so Nebenarme. Und da haben wir dann den Weg erkundschaftet, ne, das haben wir durch Zufall entdeckt. Und dann bin ich erst mal eine Stunde hier an dem Weg entlang und habe Äste und so weggebunden und dann konnten wir dorthin. Da wärst du mit keinem anderen Auto hingekommen. Hi, du bist der? Ich bin der Tom. Hallo Hi. Tom. Hi. Du gehörst auch zu dem Bus hier. Ich gehöre auch. Wir sind Freunde. Sehr schön. Hallo Tom. Ja. Ich hab ihn mal rausgegriffen, weil es ist so stimmig bei ihm und er erzählte mir, dass er Raumausstatter ist. Ja, genau. Und hab dann. Auch. Ich auch. Du auch. Er hat so einen wie der hier nebendran, Ja. aber auch wunderschön. Also ich muss meine Lanze brechen für Raumausstatter. Das ist ein Beruf, der am Aussterben ist, muss man leider sagen. Es gibt kaum noch Nachwuchs. Das ist ein Riesenproblem, was ihr habt, oder? Ja, Handwerker sowieso. Ne? Wer will heute noch ein Handwerk lernen? Ne? Ja. Ja. Weil ich habe mal gesehen, was die alles können. Die können alles eigentlich. Polsterarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, Gardinen, ja, bis zur Wandverspannung. Machen wir alles, gell? Ja. Und ich habe mal auch mal gesehen, also ihr habt ja auch Techniken drauf. Ihr müsst ja teilweise bei Sachen, die schon Jahrhunderte alt sind, das rekonstruieren, wie das war. Und das war ja nicht alles schlecht, was damals so im 17. Jahrhundert. Ja. Also wenn man richtig jetzt ein altes Möbel, ein altes Sitzmöbel hat und man macht es richtig, dann wird es richtig mit Federn und da gibt es bestimmte Art, wie die geschnürt werden, Ja. dass die nachher die richtige Stellung haben. Ja. Und Kommt uns heute alles zugute Ja. mit solchen Fahrzeugen. Ne? Ist natürlich für viele kein Traumberuf, weil das ist klar, wenn das jetzt so kommt und so weiter, kann ich verstehen, dass der eine oder andere sagt, mache ich erstmal nicht, aber Raumausstatter, was wäre die Welt ohne Raumausstatter? Viele, wenn ihr so reinkommt zu Leuten und seht so die Zusammenstellungen, meistens Ikea und Co., schade, gell? Weil ich glaube, das Zuhause, in dem man ja die meiste Zeit verbringt, Ändert sich, die Nachhaltigkeit ändert sich eben total. Gell? Heute geht man schnell zum Ikea, kauft einen Schrank und gut. Und wenn man umzieht, kommt er weg. Und früher war die Nachhaltigkeit einfach besser, ja, mehr vorhanden, mehr. Da hat man gesagt, so, wir restaurieren jetzt die Möbel nochmal, ne? Die sind ja noch gut, Holz, alles tun wir neu aufpolstern und sowas. Ist halt der Zeitgeist, der verschwindet halt langsam, aber sicher, gell? Ja. so, sag mal hier oben, das hast du auch selber gemacht, die Decke? ja, Die war so nicht. nee.
Nee, cool. Ja, das ist so eine, wäre so ähnlich wie Schranke, oder ein dünnes Sperrholz Ja. mit einem, also auch mit einem PVC bezogen. Gigantisch. War das Original. Da ist wahrscheinlich Luft drin hier, oder? In dem. Richtig, das ist die Tröte, die auf dem Dach ist. Oh, sei so lieb, mach einmal. Die Bitte. war aber schon drin, ne? Die, Nee, wenn du. Siebenhaltung. Genau, wenn du einmal. Geil. Ich habe auch so ein Horn und das hängt bei mir an den Sitzen dran. Ja. Und dann, ja, also ich habe so Luftsitze und dann ja. kann ich immer so, ist ziemlich laut, brauchst du manchmal für dir ein bisschen Gehör zu verschaffen, gerade in Frankreich. Da sind die immer frech wie Dreck. Sorry, das nehme ich zurück, aber Nee, ist okay. ist schon okay. Ja, cool. Komm, wir gehen mal raus. Ich bin ganz beeindruckt. Du hast auch einen Bus oder ihr seid hier zusammen hier? Ja, wir sind mit einem jetzt gekommen. Ja, ich habe auch so einen S80. Du hast einen S80, hast du? Ja, und einen S7. 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 Okay. 120 Stück sind gebaut worden von dem S7. Ihr seid voll die Setra-Fans, oder? Ja, wir sind die Setra-Fans, so kann man sagen. Guck, Honda DAX hinten drauf. Ey, was alles gibt? Guck mal hier. Ja, Flughafenbus. War mal einer. Oder ein Doppeldecker. ein Sanddecker war das. Ja. Phänomenal. So, da ist er. Und ja, für alle, die eingeschaltet haben, ich habe eben schon gesagt, wir sind am 20. August 2021 in Interlaken in der Schweiz. Und hier ist der Wohnbus.ch-Treff, der da ist. Und da erfährt man auch einiges. Ihr habt eine Fahrerbesprechung sonntags, das kennst du schon, gell? Da gibt es, glaube ich, wird mitgeteilt, wo das nächste Ziel ist. Ja, denke ich mal, ja, sowas. Also ich weiß nicht, wie das jetzt dieses Jahr organisiert ist, aber in der Regel läuft das so ab. Wenn du mich jetzt mal aufklärst, das hier ist jetzt ein Riesenlager, wo gleichgesinnte Leute sich treffen können, ein bisschen klönen können. Man trifft sich einmal im Jahr. Ja, genau. Also ich weiß nicht in der Schweiz, ob es da auch Regionaltreffen einmal im gibt, Jahr, aber ja. bei uns ist es auch so. Also wir haben immer im Himmelfahrt unser Jahrestreffen. So, und ich bin jetzt. Also kleinere Treffen, ne, in unterschiedlichen Bundesländern. Da kann natürlich auch immer kommen, wer möchte. Regionaltreffen Ja. sind das dann. Ja. So, ich werde jetzt gleich mal die hier fragen, weil der Bus hat mich ziemlich angefixt. Jetzt nichts gegen den Setra, was war das, S80, S80. der ja auch unglaublich schön ist, muss man sagen. Aber das ist nicht deiner, oder? Nee, das ist nicht meiner. Das ist nicht deiner. Das ist einer, der sieht richtig toll aus. Ne? Okay, der sieht ja auch gut aus, der da, Ja. oder? Ne, aber der Kann man sieht nicht. schon so ein bisschen in dem Stil. Also auch eine Besser. wunderschöne Lackierung Besser. und auch innen richtig schön. Ja. Schön. Ja, euch beiden dann noch viel Erfolg. Du bist doch mal der Bin Vorname dann von dir? Jochen. Der Jochen war es, so. Und ich bin der Tom. Und du bist der Tom, weil Tom wollte ich eben sagen, ich hab's so mit den Namen, das tut mir sehr leid. Normal müsste ich mir die aufschreiben, da aber vieles spontan geschieht, tut's mir sehr leid. Anfahrt von hier, wie lange seid ihr gefahren? 4 Stunden? 5. Gut. 380 Ziemlich viel Kilometer. Verkehr. Und die Fahrt selber, merkt ihr das? Ist da alle so 5 Autos, kommen die Leute halt einen Daumen raus? Oder? Viele winken. Ja, fotografieren ohne Ende. Ich sage, wenn jeder einen Euro, ja, dann bräuchte ich für Sprit nicht mehr bezahlen. Tschüss euch beiden, gell? Ciao, ciao. Ciao.